Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Sandy. Ja, heute geht's um Katzen, ne? Weil es gibt ja in Second Life nicht nur Pferde, die man züchten kann, es gibt auch Pferde. Es gibt natürlich auch noch andere Tiere, die man züchten kann, sprich Hunde. Es gibt, ne, wie ich letztes Video schon gesagt habe, Hunde und Enten und Hühner und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Plattform in Anführungsstrichen, eine ganze Reihe. Außer die G&S-Sachen, ne, was ich da schon drüber gesagt habe. Also die Tiere sind einmalig, ne, die werden immer wieder neu gebridet, damit man die anderen Tieren damit füttern kann. Ne? Also die kann man jetzt in der Hinsicht nicht so züchten wie die Katzen. Ne? Und auch die Pferde, also die G&S-Sachen. Hier sind wir bei den Kitties. Und hier gibt es, wie der schon seht, verschiedene Bettchen für die Katzen zu kaufen und verschiedenes Futter zu kaufen. Ach, es gibt wie würde mein Mann sagen, Schnickschnack. Für jedes Tüdelü, sage ich jetzt mal, eine andere Situation. Also es gibt natürlich verschiedene Bettchen und es gibt einen Kratzbaum. Ähm, es gibt, was weiß ich, was es noch so alle gibt. Verschiedene, weil ich habe zwar Katzen, ja, aber ich bin jetzt nicht so der Fan davon, sie weiter zu züchten. Beziehungsweise ich werde vielleicht mal gucken, was so rauskommt. So ein, zwei Katzen werde ich mal züchten, wenn dann weitere Fragen noch auftreten, euch auch Informationen zu liefern. Ähm, ansonsten einfach mal hier hinspringen. Wenn ihr dann mal Glück habt, die Franzi oder Fancy, wie sie heißt, ich hoffe, ich sage jetzt ihren Namen richtig aus, sie kann auch sehr gut Deutsch. Und sie ist Support, also wenn ihr dann mal Fragen habt, ich gebe unten drunter den Link, dann könnt ihr sie auch ein bisschen löchern mit Fragen. Also sie gibt keine dumme Antworten, wie man das zum größten Teil von SL gewohnt ist, aber man kriegt schöne normale Antworten. So, hier dieses Futter ist gedacht, wenn du jetzt eine Katze gekauft hast und sie ist ab dem 7. Tag und du möchtest nicht mehr jetzt immer jeden Tag dahinter sein oder jeden zweiten oder was auch immer und möchtest dir Futter kaufen, da gehen wir auch gleich nochmal hin, das ist gerade nicht billig, ja, dann kaufst du jetzt, weiß ich jetzt nicht, eins von den beiden, am besten hier die 120, ne? Ach so, das ist, glaube ich, die hier ist ab dem 7. Tag, ne? Ab dem 7. Tag wenn die Katze sie ab dem 7. Tag ist, kann man sie, kann man sie auf nicht mehr füttern. Also wenn man das ihr gibt, braucht man sie nicht mehr füttern. Und die sind halt, wenn sie über 120 Tage alt sind. Ne? Stellt man das dann dahin und gibt das dann den Tieren und dann leben die weiter, keine Angst, sie sterben nicht, aber sie kriegen haben dann kein Futter, wollen dann nichts mehr zu essen haben. Ne? Und ja, hier ist halt der Futternapf, ne? Den braucht er ja auch. Der kostet einmalig 499. Und soweit ist meine Info, wenn ihr den auf dem Zuhause hingestellt habt, auf dem Land, ne, und kauft euch hier das Futter, geht es automatisch in den Futternapf rein. Soweit ist meine Information, dass es dann automatisch in den nachgefüllt wird, also in dem Futternapf hier, ne? Ihr stellt den, wie gesagt, einmal hin und dann wird das automatisch da reingezogen. Da könnt ihr dann angeben, ob da noch Milch rein soll. Ne, kann ich euch gleich nochmal springe ich gleich nochmal zu Hause hin und zeige euch dann, wie meine Katzen aussehen. Hier ist nochmal so ein Starter-Set, ne, von 298 Linden, glaube, wenn mich nicht alles täuscht.
ja, das ist ein Boy und das ist jeweils ein Girl, ne? Und so weiter und so fort. Also das sind so, glaube ich, denke ich mal, so Startertiere, wo man mit anfangen kann. Man kann die Katzen, wenn man das nicht möchte und möchte jetzt nicht am Anfang gleich brieten, ne, mit den ersten Katzen und möchte sie einfach nur wachsen lassen und streicheln und so weiter und so fort, dann natürlich auf Umstellen auf Nicht-Brieten. Hier gibt es noch so, kann man den Katzen noch 'n Armband um 'n Hals legen. Das kostet 75 Linden, also das ist noch erschwinglich, ne? Und den Katzen kann man dann so ein bisschen auch anziehen. Hier sind sie so ein bisschen angezogen, sehen sie dann aus, ne, mit so einem Gewand irgendwie. Und, ich muss mal gerade gucken, ich muss sie gleich mal fragen, was ich eventuell für ein Futter brauche, ähm, wenn die Katzen jetzt krank sind, weil ich habe 1 oder 2 Katzen, die sind krank, was ich dann, weil ich sie zu lange im Inventar drinne hatte, die haben ein bisschen 'n Fieber, ne? Hier steht sie gerade, komme ich gerade zu ihr. Fragen wir sie doch mal. Ähm, ich frage sie jetzt noch mal, ne? Ähm, sorry, noch mal eine Frage. Meine Katzen sind etwas krank. Was brauche ich für Futter? Mal gucken, ob sie da ist und ob sie antworten kann. Auf jeden Fall werdet ihr sehen, ähm, wenn sie Zeit hat und natürlich wird sie eventuell gefühlte 50 IMs haben. Ach, sie schreibt gerade. Das ist wunderbar. Ne? Und sie hilft dann auch wirklich weiter. Also sie gibt keine dummen Antworten und so weiter und so fort. Also, okay, okay. Naja, dann muss ich mal anderweitig gucken. Ähm, irgendwie mit dem Futter, mit dem Endfutter oder so. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. So, dann gibt es, ja, die Kräfti-Gruppe ist wieder auf. Dann gibt es, muss ich mal gucken. Ah ja, dann springen wir mal auf so einen sogenannten Markt, wo ihr dann die Katzen verkaufen könnt. Ähm, wie ihr seht, braucht es ein bisschen, bis es aufbaut. Ne? Katzen, Katzen. Landmarke und natürlich, ne? Ach, hier seht ihr auch. Ähm, hier seht ihr, ne? Verschiedene Arten von Katzen. Das muss natürlich jetzt erstmal alles hier laden, bis es soweit ist. Und dann, ich gebe euch natürlich die Landmarke mit bei, ne? Und die verkaufen auch Pferde. Und bei den es ist dasselbe wie bei den Pferden und bei den Katzen auch. Wenn die krank sind, brauchen bestimmtes Futter. Bei den Pferden also wenn ihr sie im Inventar und ihr möchtet sie nicht mehr draußen haben, werden die zwar krank, aber sie sterben nicht. Ne? Da muss man ihnen wie bei den Pferden auch dieses Verbands, was ich am letzten Video euch gezeigt habe, so einen Verbandskasten kaufen und einmal zum Futtern geben. Sind schöne Pferde bei. Und dann werden die wieder gesund. Und bei den Katzen ist es eigentlich meistens dasselbe auch. Ja. Ich sollte doch mal meine Gruppen ausstellen, lol. Und
viele, die so Katzen und Pferde und so, egal welche Art von Tierenart, verkaufen, haben eventuell auch hin und wieder mal das Glück und verdienen sich da ein bisschen, wollen natürlich auf eine Art und Weise auch damit logischerweise Linden verdienen und haben dann auch schon verschiedene Situationen ihr Land damit bezahlen können. Ne? Und hier kann man sich dann, hier sind Auktionen und die Auktion würde in SL-Zeit an CNA, also am CAM anfangen. Das wäre bei uns so 7, 8 Uhr SL, also deutsche Zeit. Ne? Und hier kann man sich dann für 40 Linden einen Platz mieten. Ich denke mal, da kann man auch Katzen draufstellen, weiß ich nicht. Nur momentan sind es nur Pferde abgebildet. Und ja, dann, das ist jetzt, die Zahl ist jetzt nicht die ranghöchste, ne? Das ist natürlich wie bei Auktionen auch, das geht von 1 bis 24 und dann wird man dann über Voice oder im Chat drauf angesprochen, welche Reihe jetzt dran ist. Ne? Sei es, sagen wir es mal so, dein Pferd oder deine Katze, wie auch immer, würde jetzt hier auf Platz 15 stehen. Ne? Und dann würde sie dann sagen, auf 15 sowieso, Bieter ist, was weiß ich, Höchstgebiet, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 2000 Linden oder was und dann geht es eventuell höher. Ne? Und da gibt es natürlich auch, hier könnt ihr auch mal mehr gucken, Marketplace und so weiter und so fort. Design Arena, Dressing Arena, okay. Ähm, und so weiter und so fort. Also das Land hier, wo ich hier gerade bin, ist riesig. Ne? Und braucht natürlich, je mehr Optionen es auf dem Land sind, je mehr Gebäude und hat man nicht gesehen, ähm, je mehr Skripte braucht man, bis, äh, bis es geladen ist. Ne? Ja, ich gehe mal kurz nach Hause, nach mir, beziehungsweise nach uns. Und hier seht ihr schon die Katzen, ne? Die Kitties. So, dann setze ich mich jetzt mal hier hin und tu mal streicheln. Einfach Linksklick und ja, was machen wir? Ja, tu mal ein bisschen spielen. Äh, Ach, wir tun einfach mal relaxen, ne? Wenn ihr mal keine Lust habt, irgendwas zu machen und ihr seid gestresst vom Alltag von zu Hause oder so, setzt euch einfach bei eurer Katze, tut sie ein bisschen streicheln. Die Katze ist happy, ne? Irgendwann steigt das denn auf happy und es ist wie im wirklichen Leben. Dann hat sie keinen Bock mehr, irgendwann gestreichelt zu werden, ne? Und hier seht ihr dann, 6 Food ist hier noch drinne und das wird dann automatisch das Futter, wie gesagt, hier reingezogen. Und die Katze hier ist in der Hinsicht ein Tod. Also sie lebt natürlich weiter, sie schläft momentan, ne, aber sie frisst nichts mehr. Also die Katze frisst nichts mehr. Und das werde ich jetzt mit den anderen die anderen auch machen, weil die können nicht mehr, die sind schon 362 Tage und die sind off in der Hinsicht. Also die können jetzt nicht mehr züchten. Also zum Züchten sind die jetzt nicht mehr, also zum Weiter züchten sind die nicht mehr, können die nicht mehr. Bis zu 120 Tage oder was können sie, glaube ich, züchten, Katzen. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich 3 oder 4 Mal, ne? Und dann geht's nicht mehr zum Briten. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es gerade nicht. Mir fällt es gerade jetzt nicht ein.
Sollte ich irgendwas vergessen haben, dann bitte ich um Entschuldigung und man kann es mich noch mal informieren. Und ja, sollten noch Fragen zum Katzen sein oder so, ähm, einfach mal unten drunter schreiben und ich werde sie dann natürlich beantworten. Also, fühlt euch wohl. Bis die Tage. Entschuldigung, eure Sandy.